Wir haben gerade heute so ein bisschen so einen kleinen Hänger über die Zukunft von uns Vieren. Ja. Wie die aussieht. Wir müssen uns trennen. Ja, wir werden uns von unserem Weihnachtsbaum trennen. Da habe ich mir wieder was eingebrockt, ey. Das wäre der Cherry on the Cake. Krass. Vielleicht haben sie das extra so gemacht, weil so oft Leute in Not geraten. Ja, vielleicht. Die Entscheidung ein Stück weit abgenommen zu sagen, okay, wir verlassen Schottland jetzt. Leute, hier tobt gerade das absolute Wintergewitter. Habe ich so auch noch nicht erlebt. Hier hat es gerade richtig krass geblitzt und gedonnert und gegrollt und danach kam Hagel. Das nachdem wir so einen übelst geilen Strandtag hatten. Hat sich das Wetter gedacht, na, da hauen wir heute gleich mal wieder in die Vollen rein. Zum Glück waren wir heute Morgen noch mit Cäsar eine lange Runde laufen, da war es zum Glück nur windig. Irgendwas um die 80, 90 km/h Spitze, das war auch schon ganz schön krass. Man konnte sich da schön in den Wind legen. Haben da zum Glück aber die Runde mit Cäsar für heute abgehakt. Jetzt sitzen wir hier im Bus, wissen gerade gar nicht so richtig, was wir machen sollen. Ist hier heute ein Wurm drin? Ja, heute ist irgendwie nicht mein Tag. Was willst du jetzt? Dass du den Zuschauern was erzählst. Was wollt ihr hören? Frag sie mal. Wir machen uns echt viele Gedanken gerade, wie es weitergeht. Leider ist das Geld immer viel einfacher ausgegeben, als es reinkommt, und unsere Ersparnisse neigen sich dem Ende zu. Und deswegen müssen wir uns jetzt irgendwie einen Plan machen, was wir noch sehen wollen, wie viel noch möglich ist und wie es einfach grundsätzlich weitergeht. Und ich muss ehrlich zugeben, ich hasse es, Entscheidungen zu fällen. Ja, deswegen wird es vielleicht noch ein paar Tage dauern und dann können wir genau sagen, wie die weitere Route ist, wie unser Zukunftsplan ist. So generell. Ja, ein bisschen Real Talk, Leute. Wir waren echt lang mit Rob und Archie unterwegs und irgendwie fühlt es sich ein bisschen komisch an, dass wir jetzt nur noch zu dritt unterwegs sind, und Cäsar ist seit gestern auch total ruhig. Wir haben uns schon gefragt, woran es liegt. Wir vermuten vielleicht, dass er Archie ein bisschen vermisst. Ja, der hat Sehnsucht. Ja. Das ist ein Kumpel. Ja, und wir nach Rob und Archie natürlich. Ja. Wir sind wie lang? 7 Wochen, 8 Wochen jetzt zusammen rumgereist und... Irgendwas in der Dreh. Und das irgendwie war dann so das Gefühl, naja, das ist ganz normal, wenn du durch Schottland irgendwie reist, dann reist du mit Rob. Ja, genau. Wir haben uns ja letztes Jahr kennengelernt und dieses Jahr dann durch Zufall wieder getroffen. Und dann ist es so total normal geworden, dass wir einfach zusammen unterwegs sind. Ja, komisches Gefühl jetzt irgendwie. Naja, und jetzt spielt seit nicht mal Tagen, schon seit eigentlich 2, 3 Wochen das Wetter so richtig krass verrückt, ne? Ja. Und wir wissen gar nicht, was wir so richtig machen sollen gerade. Ja. Wir fahren jetzt einfach mal eine Panoramastraße hier weiter entlang und gucken uns einfach die Gegend heute vom Auto ein bisschen an. Wenn wir was sehen. Wenn wir was sehen, aber bestimmt. Da kann man immer ein bisschen Blick erhaschen. Unser Gebläse funktioniert ja wieder, das heißt, die Sicht vorne ist mindestens frei.
folgt eine kurze Werbeunterbrechung. Schönes Wetter draußen. Wir gehen jetzt mal raus. Ha? Wir gehen jetzt mal raus. Na komm. Und hopp. Guck mal, wir gehen hier lang. Oh, haben wir ein Pech. Es regnet. Kein Problem. Na komm, Cäsar, wir gehen spazieren. Der Regen kann uns nichts anhaben. Und hopp. Nasser Hund ist für uns jetzt kein Problem mehr, denn wir haben die Power Station River 2 Pro von EcoFlow. Die River 2 Pro kann innerhalb von 70 Minuten von 0 auf 100% geladen werden. Sie verfügt über 3 230 Volt Anschlüsse, 3 USB-Anschlüsse und einen USB-C-Anschluss und einen Zigarettenanzünder. Das Coole ist, dass sie eine Ausgangsleistung von 800 Watt hat, aber sogar einen X-Boost bis zu 1600 Watt. Deswegen können wir sogar einen Föhn hier verwenden und Cäsar auch beim Regenwetter trocken föhnen. Weil ihr wisst alle, Nasser Hund stinkt ganz schön im Bus. Die Power Station kann ganz einfach über die Steckdose geladen werden. Das ist vor allem cool, wenn man in Wintermonaten reist oder einfach mal einen Regentag erwischt. Die ist nämlich super leicht, wiegt nur 7,8 Kilo und kann dann beispielsweise einfach im Café aufgeladen werden. Sie kann aber auch über den Zigarettenanzünder geladen werden oder an Sonnentagen einfach über Solarpanel. Wir haben beispielsweise das Solarpanel von EcoFlow mit 220 Watt. Wenn man Vollzeit im Bus lebt wie wir, dann ist man mit der Powerstation wirklich bestens ausgestattet. Wir laden darüber beispielsweise unsere Handys, unsere Laptops, unsere Drohnen- und Kamera-Akkus. Wenn ihr auch Lust auf solche Produkte habt, dann schaut doch mal direkt auf die Internetseite von EcoFlow. Da ist ganz sicher für jeden das Passende mit dabei. Wir haben euch mal die Produkte in unserer Videobeschreibung verlinkt. Schaut da mal nach, denn da gibt es auch einen 5% Rabattcode auf eure Bestellung bei EcoFlow. Werbung Ende. Und jetzt weiter im Programm.
Guten Morgen. Geil. Ich habe blauen Himmel teilweise. Und jetzt geht's hoch auf den Ben Nevis. 1345 Meter. Mag nach nichts klingen. Man startet hier aber vom Seelevel. Also ich glaube, der Punkt, wo man hier startet, sind 17 Meter. Also man hat 1300 Meter zum Überwinden. Ja, ordentlich. Ich habe gestern mit ein paar Wanderer gesprochen, die hier runterkamen gestern Abend. Und habe gefragt, wie lange es dauert. Die meinten, ja, so circa 7 Stunden. Und habe ich gemeint, ob es irgendwelche Komplikationen gibt. Und dann meinten sie nur, dass ganz oben auf der Spitze alles vereist ist, dass man ohne Eispickel und irgendwelche Spikes unter den Wanderschuhen gar nicht weiterkommt. Habe ich natürlich nicht. Ich gucke einfach mal, wie weit ich komme. Ob ich es trotzdem bis zum Gipfel schaffe, wäre schon nice. Dann hätte ich einmal Großbritanniens höchsten Berg bestiegen. Ja, gucken wir mal. Aber bis jetzt, wunderschöne Morgenstimmung, hat man seit vielen, vielen Tagen nicht mehr. Mal wieder ein bisschen blauen Himmel und Sonnenlicht. Und es ist noch keiner auf dem Weg, was verwunderlich ist, weil der Berg ist eigentlich so überrannt, dass, wie gesagt, der höchste Berg von der ganzen UK ist. Aber bisher niemand. Also ich habe den ganzen Berg für mich alleine bisher. Tina und Cesar machen etwas anderes. Für die ist das nichts. Hier am Berg. Ja, jetzt würde ich sagen, Attacke. Jetzt greifen wir erstmal an hier. Leute, ich will ja nichts sagen, aber was habe ich für ein Glück? Klarer Himmel über Ben Nevis. Geil! Das hat man nicht jeden Tag. Ist ja gerade der Stairway to Heaven Fahrt. Macht Spaß. Da oben kommt die Sonne raus. Fantastisch. Also ich hätte es nicht besser treffen können heute. Die letzten 3 Tage ist nur geregnet oder es war Nebel und Wolken. Cool. Was ein Lack. Richtig cool. Macht mega Laune. Hier waren es schon ab und zu ein paar Stellen gefroren, aber
Nicht weiter schlimm. Ich bin mal gespannt, wie das dann oben wird. Ob das stimmt, ob das wirklich so krass ist, wie die Jungs gestern gesagt haben. Oder ob das alles machbar ist. Weil ich will auf jeden Fall hoch. Halbe Sachen gibt es nicht. Aber ich habe halt keine Ausrüstung, wenn es jetzt wirklich ans Eisklettern geht. Naja, sind gespannt. Na moin! Was geht? Ihr habt ein Leben hier, ha? Den ganzen Tag nur am Fressen. Die Jungs und die Mädels haben mir die Ruhe weg, ey. Leben am Limit. Jetzt bin ich da angelangt, wo der Part ziemlich tricky wird für mich. Ich bin gerade an einer Gruppe vorbei, 20 Leute, 25 Leute, alle mit Eispickel und Spikes unter den Schuhen. Ja, jetzt geht es noch über Eis und Schneefelder und das ist knochenhart, das Eis hier. Ja, mal gucken, ob ich mir meinen Weg hier irgendwie durchs Geröll schlagen kann, um nach oben zu kommen. Nein, ist nicht mehr weit. Ich bin kurz davor, oben zu sein. Ja, muss ich jetzt irgendwie durch. Aber das Wetter ist ja ist grandios, so geil. Die Sonne hier, die vorbeiziehenden Wolken, die freie Sicht. Ich kann ja bis aufs Meer runter gucken. Absolut fantastisch, geil. Ja, Kamera packe ich jetzt aber lieber mal weg, damit ich die Hände frei habe. Jetzt kommt Wind. Ja, wir sehen uns dann hoffentlich oben. Da habe ich mir wieder was eingebrockt, ey. Also der Abstieg, der wird spannend. Weil auf Eis hochlaufen ist das eine, auf Eis runterlaufen ist das andere. Und dann mit einer Sicht gegen Null. Oh, na klasse. So eine Scheiße. Ich hoffe, die Wolke zieht weiter. Und ich krieg noch mal ein bisschen Sicht. Ich weiß nicht mehr, wo der Gipfel ist. Ich folge hier nur irgendwelchen Spuren im Schnee, die jetzt auch gerade wieder nicht mehr da sind. Naja. Lost am Berg. Elvis, bist du's? Bist du der Gipfel? Mütze gibt es hier. Festgefroren. Alter Schwede. Da geht gar nichts mehr. Ich hoffe, der Rest zu der Mütze ist wieder heil runtergekommen. Camp Sonne, fight! Fight for your light! Wie verrückt ist das denn? Geil! Alter Schwede!
Oh. Geschafft. Geil. Ben Nevis, check. Coole Sache. Wenn jetzt nochmal die Sonne irgendwie rauskommt, das wäre fantastisch. Das wäre das absolute i-Tüpfelchen. Das wäre die Cherry on the Cake, wie die Briten sagen. Eigentlich ist das hier ein No-Shelter, aber wenn du hier reinguckst, das ist ein bisschen ekelhaft. Boah, Leute, nehmt euren Müll mit, ey. Boah, das stinkt, ey. Die Bude machen wir wieder zu hier. Na, hallo. Na, mein Schatzi. Hallo. Hallo. Hallo, mein Schatz. Hey. Hier ist gerade ungünstig, Cäsar, mit dir. Ich glaub, du musst kurz warten. Ja? Nein. Der Wolf ist aktiv. Nein. Cäsar, lass die Schafe jetzt in Ruhe. Alles gut. So, ihr Lieben, wir haben die letzten Tage unsere Entscheidung getroffen und jetzt auch tatsächlich unser Ticket für den Eurotunnel gebucht. Das heißt, unsere Zeit in Schottland neigt sich langsam dem Ende zu. Mhm. Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall zum Claren Cove fahren. Richtig. Und ansonsten ist der Rest erstmal noch offen. Aber wir haben jetzt tatsächlich ein fixes Datum, wann wir das Land verlassen werden. Ja, wenn es wieder aufs europäische Festland geht, ja? Ja. Achso, Leute, ich habe übelst einen Muskelkater von gestern. Ich kann kaum laufen. Das waren im Endeffekt gestern, ich glaube, 23 Kilometer. Und das steckt erstmal in den Knochen. Den Berg da hoch und runter. Massage? Später. Okay. Ich muss aber ehrlich zugeben, dass ich unglaublich stolz auf Marco bin, dass er das einfach durchgezogen hat, da hochgelaufen ist und vor allem morgens sich auf den Weg gemacht hat. Cäsar und ich haben dann noch geschlummert, als er da schon Berg hochgestiefelt ja, das war ist. normalerweise weit vor meiner Zeit. Ja.
aber war eine unglaubliche Erfahrung, oder? Ja, es war echt schön. Und definitiv im Winter sollte man das mit dem entsprechenden Equipment machen, aber das habe ich ja gestern schon gesagt. Das war ein bisschen leichtsinnig, ein bisschen dumm, da ohne Spikes und ohne Eispickel da hochzugehen. Was denkst du, warum ich dir gesagt habe, dass du mich anrufen sollst, mir Bescheid geben sollst? Ja, das ist krass. Ich hatte da oben halt Empfang, 4G. Echt? Ja, die ganze Zeit auf dem Ben Nevis. Normalerweise, wenn du hier irgendwo wandern gehst, dann hast du ja gar keinen Empfang mehr. Da kannst du weder anrufen noch Internet. Aber da oben ging einfach alles. Ach krass. Vielleicht haben sie das extra so gemacht, weil so oft Leute in Not geraten. Ja, vielleicht. Vielleicht gibt es irgendwo hier eine Antenne, die extra für die Area Ben Nevis da ausgerichtet ist. Ja, weil Mauke hat uns ein bisschen up to date gehalten. Das war echt beruhigend, weil ich echt schon Angst hatte. Ich habe gestern nämlich andere Leute gesehen, die da mit enormer Ausrüstung hochgestiefelt sind und ich dachte mir, oh Gott. Und Mauke ist da jetzt mit seiner Jeanshose und seinen Wanderschuhen einfach oben und alle anderen haben Wanderstöcke dabei, Eispickel, Spikes an Schuhen. Ja. Ja, aber ich bin ja nicht komplett unerfahren. Ich habe schon einige Berge hinter mir. Ja. Ich kann das schon immer gut einschätzen, wann überschätze ich mich und wann nicht. Aber es ist ja immer noch mal anders, ob man in einer Gruppe geht und dann, wenn irgendwie was sein sollte, wenn jemand dabei ist oder wenn man eben alleine unterwegs ist. Ja. Wobei bei dem Berg macht es gar keinen Unterschied, weil der Berg ist so überlaufen. Ich dachte gestern früh, ich bin alleine. Und dann nach 20, 30 Minuten habe ich immer mehr Gruppen überholt und entdeckt. Da waren schon so viele auf dem Weg. Und da kamen ja auch schon wir Leute, um 9 kamen ja vom Gipfel schon Leute von oben wieder zurück entgegen. Ich dachte, okay, krass, aber zum Sonnenaufgang ist bestimmt auch geil. Ja, kann mir vorstellen. Stimmt, ja. Und also bist du auf jeden Fall nicht alleine dort. Wenn irgendwas ist, dann kannst du da auf jeden Fall um Hilfe fragen. Das ist gut. Ja. Na, jetzt sitzen wir erstmal in Glencoe. Draußen ist wie immer Regen, Nebel. Deswegen, das war auch hat uns dann die Entscheidung ein Stück weit abgenommen zu sagen, okay, wir verlassen Schottland jetzt doch ein bisschen eher als geplant, weil, keine Ahnung, also der Februar und Ende Januar, die sind gerade so saubeschissen hier. Ja, Vom Wetter her, dass es nicht so viel Spaß mehr macht, weil ja, du bist halt doch limitiert in dem Bus, ist einfach so. What we do, what we think, where's the present, past and future mixture, but the only thing you can charge guilty for is your previous life. Warum die immer so weit hoch müssen, aber die ist echt tief als tief, da fehlen nur noch Hosenträger. Now it's gone, so I think we can leave this aspect behind. What we do and think is mentioned for a future nobody can see. So, wir sind im Glencoe und wir wollten jetzt eigentlich in das Hidden Valley, also ins versteckte Tal. Jetzt sehen wir ja gerade schon die erste Schwierigkeit. Wenn wir jetzt hier den Fluss überqueren über die Brücke, geht es an einem Stahlseil so ein, keine Ahnung, 10 Meter Stück nach oben am Fels. Jetzt müssen wir erst mal gucken, ob wir das mit Cäsar bewältigen oder nicht. Ansonsten fällt die Wanderung in das Tal flach. Scheiße. Also der Name von diesem Tal, der macht heute alle Ehre. Hidden Valley. Ist mehr gekraxelt als gedacht. Und das Wetter tut sein Übriges, oder? Aber es passt auch. Ich glaube, da hat es mal seine ganz eigene Note bei so einem Wetter. Ja, wir sind rechtzeitig
vom Weg abgekommen. Ja, wir sind die falschen Felsen hochgeklettert. Und auf einmal wird es übelst steil und Marco hat schon gesagt, das kann nicht der Weg sein. Nee. Und zum Glück kamen auf dieser Seite gerade Leute runter. Ja, die haben wir dann gesehen und dachten so, ah okay, man muss durch den Fluss da unten durch. Ja. Und jetzt sind wir auf dem richtigen Pfad, jetzt sind wir auch gleich hier oben. Cesar, kommst du? Komm her! Cesar, komm! Willkommen im Hidden Valley! Jetzt gibt's Essenspause. Snackeria? Auf jeden Fall. Nein. Ich glaube, das kommt auf der Kamera gar nicht so gut rüber, wie steil das hier rechts und links hochgeht. Ist ja in so einem Talkessel drin. Übelst beeindruckend. Die Wolken hängen übelst tief runter. Boah, das ist eine voll schöne Stimmung. War Schluss. Wir haben fertig gesnackt, wir sind wieder voller Energie und treten jetzt ziemlich zügig den Rückweg an, weil... Zeit ein bisschen verpennt, hä? Ja, Wird gleich dunkel. wir müssen ein bisschen Gas geben. Wir haben es gerade so geschafft, ha? Ich würde sagen, perfektes Timing. Perfektes Timing. Ich bin der beste Guide der Welt. Das stimmt. Das stimmt. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen und Marco absolut empfehlen. Ich hatte natürlich schon ein bisschen Panik auf dem Weg zurück, weil ich gesagt habe, es wird dunkel, es ist glitschig, es ist rutschig. Aber Marco hat gesagt, wir schaffen das right on time und so war's. Es wird Zeit. Ja, Freunde, wir sind heute auf einer Mission. Wir müssen uns trennen. Ja, wir werden uns von unserem Weihnachtsbaum trennen und ihn zurück in die Natur pflanzen. Wir haben den beim Morrison gekauft, ne? Ja, wir werden den beim Keine Ahnung, ob der draußen überlebt, ob das Sinn macht, aber wir versuchen es einfach mal. Ja, und haben uns dazu einen ganz besonderen Platz ausgesucht.
Also es ist vielleicht schwer zu erkennen, aber vielleicht errät es doch der ein oder andere Hardcore-Fan, dass hier oben Hagrids Hütte stand. Also wie man sieht, in der Realität natürlich nicht, aber diese Kulisse wurde für Hagrids Hütte genutzt. Und ja, wir wollen hier heute den kleinen süßen Weihnachtsbaum einpflanzen, weil vielleicht wissen es die einen oder anderen, der Schauspieler ist letztes Jahr verstorben. Und gleichzeitig hat dieser Ort noch eine andere Bedeutung für uns, nämlich dass wir hier Anfang letzten Jahres Rob und Archie kennengelernt haben. Und wir dachten, es ist doch ziemlich schön, hier ein kleines Bäumchen zu pflanzen. Wir gucken jetzt so, dass wir es nicht genau da so exponiert auf den Hügel setzen. Der soll jetzt so ein bisschen geschützt hier, wo der Wind nicht ganz so doll durchpfeift. ja. Und wir hoffen einfach, dass er überlebt. Mal gucken, können wir in ein paar Jahren ja mal nachgucken. Ja, wie groß der geworden ist. Hoffentlich, ey. Ich drücke die Daumen, dass er überlebt und wächst und gedeiht. Ordentlich gewurzelt, der Kleine. Ja, ist doch gut. Dann ist er ja noch am Leben. Sieht ja auch noch 1A aus, hä? Baumi. Tada! So, du Kleiner. Ja, das passt perfekt, oder? Ach ja, und alle, die jetzt gerne einen Kommentar drunter schreiben würden, wie falsch wir das gerade machen. Wir wissen, dass man Bäume nicht im Winter pflanzt. Wahrscheinlich nicht an diese Stelle. Wahrscheinlich müssen wir noch viel mehr beachten, aber es ist jetzt einfach, wie es ist. Wir geben dem Weihnachtsbaum eine Chance, oder? Auf jeden Fall. Vielleicht klappt es ja trotzdem. Und Ja. dann freuen wir uns drüber. Wir werden es in ein paar Jahren rausfinden. Ja. Ja, Freunde, wir lassen den Abend jetzt noch schön ausklingen und gehen essen. Vielen lieben Dank an Peter und Sif, die uns heute das Abendessen sponsern. Und auch nochmal vielen Dank für das Geschirr. Die haben nämlich auch das Geschirr von Cäsar bezahlt. Und ja, wir sind hin und weg und freuen uns jetzt, uns richtig gut gehen zu lassen. Dankeschön.